Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Star Trek Online. Endlich kann ich mal wieder eine Aufnahme machen. In den letzten Tagen, da gab es einen Haufen Patches und irgendwie hat alles nicht so richtig funktioniert. Und Serverlags und so, da konnte ich einfach nicht aufnehmen. Jetzt versuche ich es mal, ob es heute vernünftig funktioniert. Wir neigen uns bezüglich des Iconianischen Kriegs dem Ende zu und machen heute die letzte Quest. One way or another, the war ends today. The Iconians are massing for a final push towards the key worlds of the Alliance. We are gathering any remaining forces to mount a defense. And perhaps, if we are fortunate, we will be able to turn back time. Da steht was ganz anderes, aber gut, soll mal recht sein. Der Krieg verläuft schlecht. Wir sind am Ende unserer Kräfte angelangt. Begeben Sie sich zu der Einrichtung im Kyana-System, um unserer letzten Lagebesprechung beizuwohnen. Erfahrung und dann Friedensstifter. Was? Was ist das? Schalten Charaktertitel Friedensstifter, das gefällt mir. Outfit Iconianer Weste, dann die Lithium und Ausrüstung. Ja, schauen wir es uns mal ganz an. Sol-Verteidigungsdeflektorschild. Wenn euch die Werte interessieren, drückt die Pause-Taste und schaut es euch in Ruhe an. Sol-Verteidigungsimpulsantrieb. Sol-Verteidigung Kovariant Schild Array. Insgesamt gibt es 3 Teile, die können wir also alle 3 Teile durch diese Mission gewinnen. Und Raumeigenschaften Naniten-Reparaturmatrix. Außerdem könnten wir diese formschöne Taktikkonsole bekommen, die ich aber leider nicht brauchen kann, weil ich schon was Besseres habe. Gut, wir akzeptieren das mal. Ich werde euch so nach und nach ein bisschen darauf hinweisen, während dem Verlauf der Folge, was es wieder Neues gab bei den letzten Patches, weil die Patches, die waren recht aufwendig und haben doch ein paar grundlegende Dinge geändert. Ich finde die Änderungen gut, das mal vorweg gesagt. So, jetzt kann es sein, dass ich beim Zonenwechsel aus dem Spiel fliege. So ging es mir die letzten Tage öfters. Aber gut, das Risiko muss ich wohl eingehen. Dann... Na, wo ist es denn? Delta Quadrant 4. Jetzt kann es auch wieder sein, dass ich aus dem Spiel gekickt werde. Ich tue mal prophylaktisch die Pause-Taste drücken während dem Ladebildschirm. So, ging alles gut. Der Hintergrund mit der Pause-Taste ist, wenn ich die Pause-Taste drücke, stoppt mein Aufnahmeprogramm die Aufnahme und dann ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass alles verloren geht. Da kann es sein, also da ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass die ganze Aufnahme erhalten bleibt, wenigstens bis zu dem Punkt, wo ich die Pause-Taste gedrückt habe. Deswegen werde ich das in dieser Folge jetzt wohl jedes Mal so machen. Wenn der Ladebildschirm kommt, schwupps, Pause-Taste, sonst muss ich mich eventuell wiederholen und ja, vielleicht ist ja inzwischen der Server stabil. Gestern war das noch nicht so recht. So, Beginn, Mitternacht. You are cleared for docking. Es hat den Anschein, als ob die Flotte jeden eingezogen hätte, den sie finden konnte. Das hier ist der letzte sichere Ort vor den Iconianern. Daher ergibt es nur Sinn, dass dies auch die Bühne für unseren letzten Akt sein wird. Lassen Sie uns hören, was einige der anderen Captains zu der Lage zu sagen haben. Oh, das wird eine Plauderquest, fürchte ich schon. Naja, schauen wir mal. So, mit Captain Corin sprechen. The High Command is still intact, and Kronos remains unconquered. Even so, this war cannot be won if we lose Earth. The Bortesque will fight until she can fight no more, as will I. If this is to be our end, then I will meet it with blade in hand and blood in my teeth. I can ask for no greater honor than to fight beside an ally who has shown this courage time and again. Das Oberkommando ist nach wie vor unversehrt und Kronos wurde noch nicht erobert.
Doch nichtsdestotrotz kann dieser Krieg nicht ewig so weitergehen. Zu viele unserer besten Krieger sind bereits in das Trommelkorps übergegangen. Die Portask wird so lange kämpfen, bis sie es nicht mehr vermag. Genauso wie ich. Falls dies unser Ende sein soll, dann werde ich es mit einer Klinge in der Hand und mit Blut im Mund begrüßen. Ich kann mir keine größere Ehre vorstellen, als an der Seite eines Verbündeten zu kämpfen, der solchen Mut schon so oft unter Beweis gestellt hat. Sie redet wohl von mir. Kapla, Captain Koren. Ich bin mal gespannt, wie sich dieser Dialog entwickelt, wenn ich das mal mit Serana mache. So, nächster. Da dürfte es durchaus Unterschiede geben. Mit Captain Sean sprechen. Das ist der Captain der Enterprise. Glad you're here. We've been fighting non-stop and it feels like we're barely making a dent. Command says we're preparing for our last chance. I hope they have an ace up their sleeve, because I can't see a way to defeat the Iconians in a straight military battle. Whatever happens, just remember that you'll always have the Enterprise at your side. Ich bin froh, dass Sie hier sind. Wir haben ununterbrochen gekämpft. Und ich habe das Gefühl, dass wir nicht einmal einen Kratzer angerichtet haben. Naja, wir haben einen von den 3 Iconianer-Anführern getötet. Das ist ja schon mal was, ne? Aber die Verluste waren enorm, um das zu erreichen. Das Kommando sagt, dass wir uns auf unsere letzte Möglichkeit vorbereiten. Anscheinend haben sie etwas Spezielles für Sie geplant. Was auch immer passiert, vergessen Sie nicht, dass Sie immer die Enterprise an Ihrer Seite haben werden. Vielen Dank, Captain Sean. So. Die Romulaner. All these years of pain and strife, and it comes to this? I cannot believe that this is how we will end. Our suffering, our struggles cannot be rendered so meaningless. You know what we have been through. This bitter taste, this grief that washes over me, cannot be the last thing that I feel. We will rise again from this. We must. All diese Jahre voller Schmerz und Biss. Jetzt endet es so? Ich kann nicht glauben, dass das unser Ende sein soll. Unsere Qualen und unsere Mühen, war das alles etwa bedeutungslos? Sie wissen, was wir erleiden mussten. Dieser bittere Geschmack, diese Betrübnis, die sich durch meinen ganzen Körper frisst, darf nicht das Letzte sein, das ich fühle. Wir werden uns davon wiederholen. Wir müssen. Jolan True, Commander Yarok. Die Lage scheint ernst zu sein. Es klingt, als würden die meisten sich noch ein wenig Hoffnung klammern. Doch wir alle haben in diesem Krieg so viel verloren, dass der Druck für jeden immer unerträglicher wird. Wir begeben uns besser zur Besprechung. Hoffentlich hat Captain Kakaren ein paar gute Nachrichten. Muss ich dahin? Hier lang? Auf die Besprechung bin ich gespannt, das kann ich euch sagen. Das dürfte hart werden, das Finale. Ich gehe davon aus, dass die Iconianer mir nicht schenken. Ich sehe schon wieder, ich schwimme schon wieder hin und her. Das sind Posi-Lags, also so ganz in Ordnung ist der Server offenbar noch nicht. Mit Captain Kakaren sprechen, da hoffen wir das Beste. We have defeated one Iconian, but the cost to do so was too high. The Iconian forces are too numerous for us to sustain such a strategy. We have been forced to our last resort. The Krynim time ship has been modified, and we can use it to generate a portal to send us back to the ancient time of Iconia. Once there, we must prevent any Iconians from escaping the destruction of their home world. If necessary, we must kill the remaining Iconians ourselves. Wir haben einen Iconianer besiegt, doch der Preis dafür war einfach zu hoch. Die iconianischen Streitkräfte sind einfach zu zahlreich für diese Art von Strategie. Wir wurden bis zu unserer letzten Zuflucht gedrängt. Das Zeitschiff der Krynim ist bereit und wir können dessen temporale Waffe einsetzen, um ein Portal zu erzeugen, das uns in die Vergangenheit Iconias schickt. Sobald wir dort angekommen sind, müssen wir dafür sorgen, dass keiner der Iconianer der Zerstörung ihrer Heimatwelt entkommt. Falls notwendig, müssen wir die verbleibenden Iconianer persönlich töten. Aha, oh Gott, das kann was werden. Da kommt was auf uns zu. Besprechung beginnen. We presumably failed a temporal incursion, changing things in the past while remaining in a bubble of temporally shielded current time.
This allows the timeline to unfold as it will, almost randomly. My team and I have been working on an alternative method that will actually send someone back in time to the past, where they can directly affect the timeline and help to guide it along the desired path. We've been running some basic scenarios that leave us quite hopeful that we can aid in the original attacks on ancient Iconia, to ensure there are no survivors for us to deal with in the present. Völkermord als Lösung ist ja auch irgendwie nicht ganz richtig, aber das... Ja, wir erlitten wahrscheinlich einen Fehlschlag bei dem Versuch eines sogenannten temporalen Eingriffs, Dinge in der Vergangenheit zu ändern, währenddessen man selbst von einer temporalen Blase der aktuellen Zeitlinie geschützt wird. Das erlaubt der Zeitlinie, sich neu zu entwickeln, auf fast schon zufällige Weise. Ja, gefährliche Technologie, haben wir schon drüber gesprochen. Mein Team und ich haben an einer alternativen Methode gearbeitet, bei der jemand in die Zeit zurückgeschickt wird, von wo aus er die Zeitlinie direkt beeinflussen und sie dem gewünschten Weg entlang führen kann. Wir haben einige grundlegende Szenarien durchgespielt, die uns ziemlich hoffnungsvoll stimmten, dass wir einen Beitrag zu den ursprünglichen Angriffen auf das alte Iconia leisten können, um sicherzustellen, dass es keine Überlebenden gibt, die in der Gegenwart noch eine Gefahr für uns darstellen können. Das erscheint mir ein überaus riskanter Plan zu sein, und selbst wenn er funktioniert, begehen wir Völkermord. Ja genau, das habe ich gerade gesagt, und ich schwöre euch, ich habe das vorher nicht gelesen, aber es stimmt, es ist Völkermord. We cannot sustain this war. The Iconians will destroy or conquer every species in the galaxy if we do not stop them now. There is no guarantee that this plan will work, but if we do not try, we will certainly lose everything. Our long-range sensors have detected signs of transit from the Iconian spheres. The Iconians must be preparing their heralds for another large-scale invasion. We are gathering our remaining forces to make our stand. Wir können den Krieg nicht weiter fortführen. Die Iconianer werden jede Spezies der Galaxie versklaven oder auslöschen, wenn wir sie nicht jetzt aufhalten. Es gibt keine Garantie dafür, dass dieser Plan funktionieren wird. Doch wenn wir es nicht versuchen, werden wir mit Sicherheit alles verlieren. Unsere Langstreckensensoren empfangen Transporteraktivitäten von den iconianischen Sphären. Die Iconianer bereiten ihre Herolde anscheinend auf einen weiteren Großangriff vor. Wir sammeln unsere verbliebenen Streitkräfte, um Widerstand zu leisten. Besprechung beginnen. The Iconians have picked our next battlefield, and it is the Sol System. If Earth falls, we have lost this war. We have one move left to us, and it is to move this war to a battlefield of our own design. We will attack the Iconians in the past. We've identified that the Iconians were forced from their homeworld in an attack 200,000 years ago. We will take part in that attack and ensure there are no survivors to fight us in the present. Noy's team is busy reconfiguring the time ship. There are no guarantees, even with time travel on our side. We must hold out long enough for a ship to pass through a temporal portal. That means fighting this fight and every other until this technology is complete. Captain, this goes against everything we stand for. Everything we've been fighting for. You talk of honor and duty and freedom. All of these will just be words if we fail. We can try to live up to these ideals when we survive. Jo, wir wissen jetzt, worum es ging. Allerdings muss ich sagen, ich weiß nicht, ob ihr es gemerkt habt, dass der Untertitel, die deutsche Übersetzung, eine ganze Zeit lang stark von dem abwich, was er wirklich gesagt hat. Ja, aber gut, soll mir nicht weiter stören, ist so das Wesentliche ist drüber gekommen. Sind Sie bereit, auf die Rungholt zurückzukehren, Sir? Jo. Jo, sind wir. Wir müssen also ins Sol-System. Are cleared for departure. Good luck.
Ja, ein bescheidenes Flöttchen, was da noch übrig ist. Ach du liebe Scheiße, was ist denn da los? Die Iconianer haben ihren Angriff gestartet. Eingehender Ruf von Captain Kargan auf den Schirm bringen. I've gotten word from Noi. They've completed their modifications, and the Krynim time ship is on its way. We must hold off the heralds long enough for the Krynim ship to arrive and generate a portal. Once the portal is open, we will go back in time to ancient Iconia and try to change history. But first, we must survive long enough to do so. Das Zeitschiff der Krynim ist auf dem Weg. Wir müssen die Herolde lange genug aufhalten, damit das Zeitschiff eintreffen und ein temporales Portal öffnen kann. Sobald das Portal offen ist, werden wir in die Vergangenheit Iconias reisen und versuchen, die Geschichte zu ändern. Im Moment müssen wir jedoch erst einmal dafür sorgen, dass wir lange genug am Leben bleiben, um dies auch versuchen zu können. Wo können wir unsere Verteidigung verstärken? Enterprise here. We've intercepted a group of heralds. Can you give us a hand with them? Hier spricht die Enterprise. Wir fangen eine Gruppe von Herolden ab. Doch es sieht so aus, als könnten wir etwas Hilfe gebrauchen. Verstanden, Enterprise. Wir sind auf unserem Weg. Okay. This is the USS Hood. Our attack group is taking heavy losses. RRW responded to your call. Enterprise schwer und ja gut, dann tun wir mal unser Schlimmstes. Mal durchwaffen. Ich bin jetzt noch gar nicht dazu gekommen, euch zu erklären, was es für Neuerungen gab in der letzten Zeit. Also das Skillpunkt-System wurde über den Haufen geworfen. Also ja, die Ideen sind zum Teil beibehalten worden, aber die Fähigkeiten der Captains wurden geändert. Wenn ich mal eine ruhige Sekunde habe oder so, dann werde ich euch das zeigen, aber ich habe irgendwie das Gefühl, als ob das in dieser Folge nichts mehr wird. Mal ganz kurz ein bisschen, ja. Dann die Delta-Truppe rufen und Schilde verstärken. Dann, ja, der hat es gleich hinter sich, Gott sei Dank. Rückwärtsgang einlegen. Ich könnte ein bisschen Schildenergie brauchen. So, und weiterfeuern, nicht nachlassen, durchbuffen. Gruppenbuff und was ist das hier gleich wieder? Ausweichmanöver, ja genau, das passt. Den nehmen wir jetzt mal mit rein und kriegst auch eins auf die Löffel. Die Wendigkeit ist jetzt schon mal für ein paar Sekunden enorm. Und Typenspalt raus. Dann Wasskreuzer. Gut. Jetzt haben wir mal einigermaßen überstanden. Oh, was ist das noch? Oh, ist ein bisschen laut, ich weiß, aber ja, ich fange jetzt nicht an der... Oh, das ging jetzt aber schnell. Oh, ja. Ich habe gar nicht so richtig mitgekriegt. Ja, ich war abgelenkt durch die Lautstärke, aber... Respawn. Gut, also da, ihr seht schon, da kracht es ziemlich. Und... Oh, ja, gut. Wir haben also zumindest die Enterprise. Die Enterprise ist noch da, oder? Oh, Cleveland, Moment, schon unterwegs. Wir müssen, ja genau, die Enterprise. Ich schalte euch mal das her, ich komme wahrscheinlich nicht nach mit den Nachrichten jetzt. Müsste dann zeitweise. Also wir müssen diese Schiffe wieder in den Kampf bringen, die Enterprise wird die Stellung halten. Das sind wahrscheinlich alles, hoppala, da wollte ich gar nicht hin so weit. Das sind wahrscheinlich alles Iconianische. Ja, dich heile ich immer hoch, wenn ich kann. So, einmal, zweimal, dreimal. Funktioniert das? Ach so, so mache ich das, gut. Na, ganz. Da war ich zu langsam, verdammte Axt. Rettungskapseln aufnehmen. Da war ich zu langsam. Okay, wenn das nochmal passiert, muss ich schneller werden. Curland hier, statisches Rauschen. Wohin? Ach Gott, ist das ein... Wo ist denn Curland? Moment, ne? Ich sollte die vielleicht gerade mal ignorieren.
Wir sind ja übrigens im Erdorbit, ne? Also, hier geht's um alles oder nichts. Durchbuffen. Jupiter Station is reporting Herald ships are moving in some kind of massive infrastructure, requesting immediate assistance. Mika ist mal daran, uns jetzt kurz aus der Station. Wir haben Unterstützung von den Borg, das ist gut zu wissen. Normalerweise mögen die Menschen ja nicht sonderlich, ne? Und gehören zum Klingonischen Imperium. So, einer weniger. Bin ich hier richtig? Ja, ich bin richtig. So, dann Netzminen raus. Dann Hüllen... Oh, das hat sich erledigt. Das Solarportal zerstört hier. Ja, Leute, ich bin gerade ein bisschen im Stress, deswegen... Was heißt im Stress? Ich muss aufpassen, das hier nicht zu versemmeln, deswegen bin ich momentan ein bisschen stiller als sonst. Und ja, virale Matrix, das hat gesessen, sehr schön. Jetzt bin ich schon mal... The shipyards are losing integrity. We need someone on damage control, or we may lose them before the ships in dock can mobilize. Schiffswerte stabilisieren, ich lese euch das später vor. Weil wenn ich das jetzt erst vorlese, bevor ich das mache, geht mir wieder das Schiff verloren. Oh, ich komme nicht nach, sorry. This is ESD control. We're losing life support and transporters are offline. Earth's space dock has lost main power. We're evacuating the crew. So, da noch ein Wunsch. Sorry, ich komme echt nicht nach mit dem Nachlesen, aber hier die grüne steht ja. Ich versuch's mal. Die Schiffswerften verlieren ihre strukturelle Integrität. Wir brauchen jemanden, der sich um die Schadenskontrolle kümmert. Oder wir werden die Schiffe in den Werften abschreiben müssen. Okay, das haben wir ja geregelt. Wir waren schnell genug. Hier spricht Akagi, Hauptenergie wiederhergestellt. Danke für Ihre Unterstützung. Führe nun die 99. Angriffsstaffel in den Kampf. Ja. Dann. Chimera, all non-essential personnel are away. Hier spricht die Raumdockkontrolle, wir verlieren die Lebenserhaltung, Systeme und unsere Transporte sind außer Betrieb. Wo muss ich denn da schon wieder hin? Hat sich wohl erledigt. Das Raumschiff der Erde hat die Hauptenergie verloren, wie evakuiert gesagt, und das haben wir versemmelt. Das gesamtliche nicht wesentliche Personal ist fort. Okay. Also, das war ein Fail. Das habe ich nicht schnell genug gerafft, was da los ist. Captain, die Herolde versuchen sich so zu positionieren, dass sie die Flotte der Allianz flankieren können. Wir müssen sie schnell abfangen, bevor sie unsere Schlachtformation zunichte machen. Was? Schnell abfangen? Das ist übrigens das Raumdock, ne? Und ich fürchte, wir haben das verkackt hier. Also, da ist ein Riesenloch in der Hülle. Also, mir scheint, man kann diese Mission durchaus verlieren. Es ist nicht so wie bei manchen anderen Missionen, wo es irgendwann irgendwie dann doch zum Erfolg führt. Ich habe das Gefühl, ich kann hier Scheiße bauen. Egal, sollte ich hier Scheiße bauen, lade ich die Folge trotzdem hoch. Ach du liebe Güte. Schaut euch dieses riesige Loch an. Und da noch mehr. Ach du Scheiße.
Hoffentlich verlieren wir das Raum doch nicht völlig. Temporales Gedöns rein. Ja, Netzminen raus. Die Magier, die helfen aber ganz gut, wenn die jetzt das große Schlachtschiff einwickeln. Ach, grüne Neune, weg hier. Ich sagte weg. Warum geht denn das jetzt hier nicht? Achso, wahrscheinlich, weil ich diesen temporalen Effekt noch habe. Uff. Wird Zeit für das Zeitschiff. Sonst ist hier nichts mehr zu retten. I told you I'd be back. Oh. And this time, I brought friends. We have brought together forces from every quadrant of the galaxy. That was done impossible. Mit der habe ich jetzt nicht gerechnet. Offenbar weiß sogar Seela, was auf dem Spiel steht und ihre Differenzen vorübergehend mal beiseite legen. Das ist überraschend. I hope you're happy to see me. It doesn't look like things have been going too well so far. I left because I needed to find allies for this war. Ones who you couldn't or wouldn't talk to. The Dominion understands the Iconian threat, and they are quite eager to protect their stake in this galaxy. Ausnahmsweise freue ich mich mal, Seela zu sehen. Ich habe jetzt echt einen Moment gebraucht. Ich bin zurück von meiner letzten Expedition und habe ein paar Verbündete mitgebracht. Das Dominion begreift, welche Gefahr von den Iconianern ausgeht und ist mehr als bereit, ihre Interessen in dieser Galaxie zu verteidigen. Es sieht nicht gerade so aus, als würden die Dinge allzu gut für sie stehen. Ich hoffe, dass sie froh sind, mich zu sehen. Ausnahmsweise. Sie kommen wie immer, genau zur rechten Zeit. Ja. The Herald ships are regrouping. We should use this respite to our advantage. Form up at the Kyana-System. We must protect it long enough for it to activate a time portal. Once the portal is stabilized, we can use it to go back to Iconia's past and hopefully undo this war before it starts. Die Anzahl der Schiffe der Herolde ist wesentlich geringer als erwartet. Aber ich weiß nicht warum. Ja, da haben wir mit der Zeitmanipulation wohl doch irgendwas erreicht. Nichtsdestotrotz gibt uns das ein wenig Zeit, eine Strategie zu entwerfen. Die Schiffe des Dominions könnten die Herolde eventuell lange genug aufhalten, um ein Zeitportal zu aktivieren. Sobald das Schiff der Krennen dieses stabilisiert hat, können wir hindurch, um in die Vergangenheit Iconias zu gelangen und den Krieg zu beenden, bevor er überhaupt begonnen hat. Das ist unsere einzige Option. Our situation is desperate. If we fail here, Earth will fall, and Kronos won't have much hope of standing without it. Jo, ich werde an dieser Stelle eine neue Folge aufmachen. Der Zeit dafür, das geht jetzt sicher noch 4 Runden, 3 Runden, 3 Folgen kommen bestimmt noch. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.